Wenn man da oben einen Teich baut, ausgräbt, Damm macht und das Wasser einlässt. If you make a pond up there, you have to dig out some soil and then let the water flow in. Nächsten Tag, wenn du dort hinschaust, The next day when you go nichts mehr there, drin. there's nothing left. Empty. Everything is empty. Hält sich kein Wasser fort. Because the water would go away. Jetzt, was kannst du machen? What can you do? Jetzt habe ich auch Ausbildungen gemacht, verschiedene im Bundesinstitut für Gewässerforschung und Fischereiwirtschaft in Scharfleck. He did various courses at the fishery near Lungau. Amonte. Staatliches. It's a state-run business where you can go and do something like a vocational training. Da haben wir gelernt, wie man isoliert mit Lehm. And there they taught him how to insulate the bottom so that the water wouldn't disappear. Folie oder Betondecken. Foil or plastic or concrete. Ja, das ist viel zu teuer, das kannst du auch nicht. But that was too expensive for the high pastures where he lived. Und dann habe ich eine Entdeckung gemacht, ganz einfach durch das Beobachten. And then again, by observing, he discovered So ein steil, sehr steil. and such a very steep slope. Da waren die Schweine am Arbeiten, ich habe viele Schweine. There were pigs, and it's because he's got lots of pigs. Und die Schweine buddeln sich so eine Sule aus zum Milch. I don't have to translate that. The pigs would make their own little ponds by just Wallowing. Schweine brauchen Sulen, nicht? because they really like the water liquid. So Und da gehe ich da hin, auf diesen Hang, schauen, wo die Schlüter umgegraben haben, weil sie groß Sepp goes there and watches the pigs as they just wallow the slope. Jetzt sehe ich, dass da am Hang oben in dieser Sule, in dieser Mulde, Wasser drin ist. And he realizes that they did the watering to such an extent that the water really stayed in there. And the last rainfall was about a week ago, but the water was still there. Was ist da, das gibt's nicht. Was ist da He los? thought Warum? that it can't be. Why was the water still there? Jetzt habe ich das dann längere Zeit an verschiedenen Dingen beobachtet. So over a period of time, he was observing this in various parts of his farm. So, und dann habe ich festgestellt, was die Schweine, warum da Wasser drin ist. Until he finally realized why the pigs were able to wallow to such a degree that the water could stay there. Die Schweine haben diesen Boden so durchgewühlt, aber so tief, They were wallowing to such a degree that it was really deep. I think what they did was they were vibrating, kind of. und wie es geregnet hat, haben die noch tiefer, die haben sich richtig And when gewälzt. it's raining, they did it to an even greater extent. Und dann habe ich das längere Zeit nachher noch beobachtet, jetzt steht immer noch Wasser drin. And after some time, the water was still there. Das hat mich so beschäftigt, So it really set him thinking. habe ich gedacht, wenn die das können am Steilhang, da einen Tümpel anlegen, If the pigs can do it, ohne Lehm, without plastic, without concrete, dann müsste ich das ja auch then können. he Nicht? should be able to do the same. Und da kam In a mir dann different way, though. der Gedanke, Then he thought, und wenn du es mit dem beschäftigst, dann hast du es ja im Kopf und dann träumst du auch bei der Nacht. so he started to think about it constantly, and he even dreamed about it. Und ich kann, wenn ich es heute erzähle und den Leuten zeige, heute kann ich sagen, wie viel, was bei mir aus Traum entstanden ist. Today he can tell people how many things came into existence due to his dream. Heute lachen sie mich nicht mehr aus, weil ich es beweisen kann. Today people don't laugh about him any longer because he can prove it. But at the beginning it was different. Und das mit den Schweinen, das mit diesem Teichbau, habe ich von ihnen gelernt. So he learned building ponds from the pigs. Nur habe ich nicht das umgewühlt, weil ich habe nicht so einen langen Rüssel. But since he since his snout is not long enough, he didn't have water. He dreamt
Bei der Nacht dann bin ich aufgestanden, am Bett drin gesessen. So in the middle of the night, he would sit up in his bed Was habe ich jetzt für einen Blödsinn zusammengebracht? and wonder why he was dreaming such a thing. Mit dem Bagger wühlen wie eine Sau. To do this following with a digger, with an excavator, like a pig. And that's it. Sofort habe ich in der Früh den Bagger gerufen, den In the Baggerfahrer. morning, he called the excavator driver. Er soll gleich kommen, den Bagger brauche ihn sofort. Come right away. He really needs him. Und noch heißt er, wie der gekommen ist, When he came, sage ich, da oben, jetzt bauen wir den Teich. he told him where to build the pond. Und dann habe ich ihm erklärt, wie er den zu bauen hat. And he explained it to him what he should do. Er muss da hineinfahren und muss auf der Teichfläche drinnen mit einem schmalen Löffel metertief im Wasser alles umwühlen. So the important thing is that there is still a little water in there, and the digger should use the basket to just vibrate at the bottom of the new pond. Es Sorry. es wäre jetzt zu viel, euch die Details zu erklären, weil da sind wir morgen in der Früh noch da. He can't explain all the details because that would take us too long. Aber das steht ja in den Büchern und ich wollte ja auch Seminare oft, dann kann man das ja dort. I think you would have to pay him about 2 shillings. Aber nur ganz schnell jetzt, wenn man jetzt den Teich hat und der ist nicht dicht, If you have a pond that leaks, dann braucht man nur einen Bagger hineinfahren you lassen. just need a digger, an excavator. Man muss aber Wasser einleiten, Wasser drin You would lassen, have to have some water in it damit der im Wasser arbeiten kann. so that the excavator works underwater Und jetzt das Wichtigste, mit einem schmalen Löffel with a small basket. You would have sticht der im Teichboden hinunter und rüttelt so. you would have to go down with a small basket and vibrate. Der braucht nur mit dem Ding so, dann rüttelt es Just so. vibrate all the time. Das Erdmaterial, das sackt nach unten The soil would und dann taucht go er so. down, Dann verschlickt der Boden metertief unten which would make the soil very compact. und das Grobe kommt nach oben The soil would be consolidated and the rough stuff, the stones and so on, would go up. und dann macht das unten zu. So the bottom would be dicht. Was heißt dicht? Where's my helper? Dicht. So. Dicht. Dicht. Waterproof. Wenn dann das an all diesen Stellen, wo es durchsickert macht, wie grober der Boden, umso tiefer das rüttelt. So you have to do that for many times because then the chances are higher that the ground becomes waterproof and solid. Und wenn das jetzt ein steiniger Boden ist und wenig Erde, If you have lots of stones in the soil and not enough humus, Yep. not enough soil, der mit dem Löffel Grobmaterial heraus und schmeißt es then fort, of course you would have to dig out some of the material, nimmt von da ein feines Material put some schmeißt es better darin soil in there. und mit dem Löffel rüttelt And es. again you would have like a plaster. Das ist allerdings Übung, praktische Erfahrung, Übung. But it needs exercise and practical exercise. So habe ich hunderte Deiche gebaut. So he built about more than hundreds of ponds this way Das ist jetzt aber in Steilhängen. in steep slopes. Ich habe aber viele Projekte weltweit. But worldwide he has done Das sind über 20 Projekte, große, more than 20 big, really big projects. Kolumbien. And then Sepp starts to list off a whole bunch of countries where he did this. Well, that wraps up the amount of time we have for this clip. But come on out to permies.com, visit our forums, and where we're talking about Sepp Holzer and permaculture and homesteading and all that kind of thing all the time.